Der BYD Seal U feiert im September seine Premiere auf der IAA München und da könnt ihr euer Hinterteil drauf verwetten, dass ich einer der ersten sein werde, der vor Ort ein Video darüber macht. Der Verkaufsstart wird Ende 2023 oder Anfang 2024 in Deutschland erfolgen. Alles, was man aktuell dazu wissen muss, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Der BYD Seal U heißt in China eigentlich BYD Song Plus Champion Edition. Bevor wir uns aber mit dem Song Plus Namen befassen, muss man über die Positionierung auf dem chinesischen Markt sprechen. In China verkauft BYD zwei Hauptserien von Fahrzeugen. Die erste heißt Dynasty und die zweite heißt Ocean. Die Dynasty-Serie umfasste zunächst alle Fahrzeuge, die nach einigen bekannten chinesischen Dynastien benannt waren. Und die Ocean-Serie umfasste nur Autos mit maritimen Namen wie Dolphin, Seal, Seagull und so weiter. Allerdings hat BYD in letzter Zeit mit diesen Serien Probleme gehabt, da einige der Dynasty-Autos auf die Ocean-Linie umgestiegen sind. Und die BYD Song Champion Edition wurde einer davon. Daher ist das Auto mit dem Namen einer der größten chinesischen Dynastien nicht mehr in der Dynasty-Reihe. Die Namensgebung von BYD ist auf dem internationalen Markt weiterhin kompliziert. BYD hat offiziell bekannt gegeben, dass die Song Plus Champion Edition international als Seal U verkauft wird. BYD hat übrigens in der heimischen Version der Song Plus Champion Edition alle Song-Hieroglyphen entfernt. Der BYD Seal U übernimmt das charakteristische Ocean X Frontdesign mit Scheinwerfern, die dem BYD Seal ähneln. So verfügt der BYD Seal über einen geschlossenen Kühlergrill. Außerdem erhält das Auto sportliche Frontstoßstangen und eine durchgehende Rücklichteinheit. Im Inneren verfügt der BYD Seal U über einen 15,6 Zoll Bildschirm, der sich im Hoch- und Querformat drehen lässt. Es ist außerdem mit einer großen Instrumententafel und einem 3-Speichenlenkrad ausgestattet. Beim Gangwahlschalter handelt es sich um einen einziehbaren Diamant-Schalthebel. Es wurde auch dem normalen BYD Seal entlehnt. Weitere nette Features des Innenraums sind das D-Link-Verbindungssystem und die 2-Zonen-Klimaautomatik. Das Enercap Smart ist einfach zu bedienen. Ein Knopf und selbsterklärende Anzeigen. Die Einrichtung ist kinderleicht, einfach in die Starkstromsteckdose stecken und los geht's. Mit 11 kW Leistung kann man jedes moderne Elektroauto laden. Das Enercap Smart gibt es übrigens mit App-Anbindung, Tesla-Modus und in 6,5 und 10 Meter Länge. Wenn ihr das Ladekabel haben wollt, dann klickt auf den Link in der Beschreibungsbox und wenn ihr beim Checkout den Code Project Drive eingebt, bekommt ihr 10% Rabatt. Also viel Spaß mit dem Enercap Smart Ladekabel und weiter geht's. Der BYD Seal U ist 4,78 Meter lang, 1,89 Meter breit und 1,66 Meter hoch. Der Radstand beträgt 2,76 Meter. Der Seal U steht auf der E-Plattform 3.0 von BYD. Es gibt zwei Antriebsmöglichkeiten. Die erste hat eine 71 Kilowattstunden LFP-Batterie für 520 Kilometer Reichweite an Bord. Dieser Akku treibt den 204 PS starken Elektromotor an. Die zweite Version verfügt über einen größeren LFP-Akku für 87 Kilowattstunden, was einer Reichweite von 605 Kilometern entspricht. Gepaart ist es mit einem 218 PS starken E-Motor. Der BYD Seal U mit Einstiegsbatterie, die 520 Kilometer weit kommt, ist in China in 3 Ausstattungsvarianten für 21.700 bis 24.300 Euro erhältlich. Die oberste Ausstattungsvariante verfügt über eine große Batterie für eine Reichweite von, wie gesagt, 605 Kilometer. Der Preis hierfür beträgt 26.800 Euro. Die deutschen Preise wird man voraussichtlich mit Start der IAA bekannt geben und den zeige ich euch dann natürlich. Ihr könnt mir ja trotzdem schon mal unter das Video schreiben, was ihr denkt, wie viel der bei uns kosten wird. Was sagt ihr zum höher gelegten BYD Seal? Wäre der was für euch? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!